Vor allem geht es, glaube ich, auch nur für einen Server. Also ich meine, gut, es wäre vielleicht auch unfair, wenn man beim FEC mit einem Account startet, der alle Achievements auf Max hat. Imagine, du hast alles auf 15% mehr Angriff beim FEC, weil du auf deinem Main-Account einen neuen Charakter erstellst und der dann quasi alles schon geboostet hat von dem Main-Account. Aber, ja, weiß nicht. Auch so eine Balance finden, aber ich finde eigentlich ist es schon bescheuert. Oder sie könnten es ja auch anteilig machen, dass man so den halben Fortschritt bekommt. Auf FEC kriegst du den halben Fortschritt von deinem Main-Account. Oder halt von deinem Account. Du startest dann zumindest mit der Hälfte. Da kann man natürlich sagen, ist unfair. Ich meine, andererseits, wenn du hier 10.000 Stunden schon auf Bodengen in das Game versenkt hast, ist es dann wirklich so unfair? Also ich weiß nicht. Also ich meine, wenn man bedenkt, dass das ganze Game Pay-to-Win ist, ich meine, dann finde ich das ja eigentlich verhältnismäßig gar nicht mal so unfair. Weil ich meine, das habe ich mir hart erarbeitet. Das habe ich ja nicht einfach gecached. Das musste ich ja tatsächlich grinden. Also das kommt jetzt ja nicht einfach so aus dem Nichts. Ja? Aber wenn ich cache, klar, es kostet mich Geld, aber an für sich, wenn du cashst, das Zeug kommt ja einfach aus dem Nichts. Und vor allem kannst du ja auch unendlich cashen. Die Monster-Achievements sind ja auch limitiert. Du kriegst da nicht 100 Millionen Schaden, sondern ist ja alles auf 15% gelimitet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel cache, ich kann mir unendlich viele Sachen aus dem Cash-Shop kaufen. Unlimited, sozusagen. Wenn ich 1 Million Euro hätte und cashen wollen würde, dann könnte ich das machen. Und dann hätte ich sehr viel Geld und könnte mir so ziemlich alles kaufen. Also, für 1 Million könnte man sich alles kaufen. 5 Monate sind perfekt, so können Leute auch nach 2-3 Monaten noch neu anfangen. Auf FEC. Ja, wenn du nach 2 oder 3 Monaten auf FEC anfängst, was willst du dann noch da? Also es ist cool für komplett neue Leute, um sich einen neuen Charakter hochzuspielen. Aber das Ziel von dem FEC-Server ist ja eigentlich, entweder an dem PvE-Tournament teilzunehmen oder an dem PvP-Tournament teilzunehmen. Oder eben sich richtig krasses Endgame-Equipment erspielen. Und wenn du nach 3 Monaten anfängst, klar, ist es theoretisch noch möglich. Aber es ist so unfassbar viel schwerer, als wenn du am ersten Tag anfängst und dann die gleiche Zeit investierst. Also du wirst es dann halt gefühlt doppelt und dreimal so viel spielen, um das gleiche zu kriegen wie jemand, der am ersten Tag angefangen hat. Also finde ich jetzt, kommt schon auch stark drauf an. Eigentlich müsste man es fast so machen, dass die Boosts vom FEC-Server, das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie heißt sowas, wie könnte man das nennen? Aber quasi, je später du anfängst, also du kriegst nochmal einen zusätzlichen Boost. Und zwar, je später du anfängst, desto krasser ist der Boost. Also zum Beispiel, du fängst an Tag 1 an, hast du einfach ganz normal die doppelte Drop und XP. Und für jede Woche, die vergeht, kriegst du irgendwie nochmal 50% mehr. Das heißt, wenn du dann nach 5 Wochen anfängst, hast du nicht das Doppelte, sondern das 4,5-fache zum Beispiel. Und nach 8 Wochen oder so hast dann fängst du an und hast einfach dann 650% XP und Drop. Sodass du quasi dann irgendwann, wenn du nach 4 Monaten anfängst, also am letzten Tag fängst du an oder in der letzten Woche, kriegst du einfach 12-, 13-fache XP und kannst einfach gefühlt bis Level 60 in 10 Minuten spielen oder so. Ohne Cashen. Und es wird dann halt immer schwächer. Also irgendwie, keine Ahnung, alle 30 Level oder so halbiert sich dein Bonus dann, bis er wieder beim Normalen angekommen ist. Dann startet jeder erst spät. Ja, nee, eben nicht, weil es ja immer noch wichtig ist für die Wirtschaft. Du könntest damit nicht ins High-Level kommen. Also mit den Drops, bis dahin würdest du den Boost wieder verlieren. Im Low-Level, die Items interessieren sowieso keinen auf FEC, die sind schon nach ein paar Tagen komplett wertlos. Und es würde dir eigentlich hauptsächlich nur was bringen, um schnell ein bisschen Startgeld zu kriegen und halt deinen Charakter schneller auf Level 100, 120, vielleicht 140 zu boosten. Aber spätestens da ist dein gesamter Bonus dann wieder weg. Du bist wieder Normalo, aber du konntest halt zumindest das ätzende Low-Level skippen, das sowieso niemanden interessiert. Also du sollst den Bonus natürlich schon verlieren. Also nicht, dass du dann auf Level 160 bist und 10-fache Droprate hast, ein anderer nur doppelte Droprate. Das natürlich nicht. Wirklich nur zum Aufholen quasi. Um halt irgendwie reinzustarten.
Weil wie gesagt, wenn du nach 3 Monaten anfängst, was willst du dann da? Da levelst du hoch, droppst Dazed Suit, droppst, keine Ahnung, Necklace. Und die ganze Kacke ist alles schon komplett wertlos. Plus, alles ist extrem teuer wegen der Inflation. Also das heißt, vollkommen egal, was du droppst eigentlich, selbst wenn du richtig heftig reinlagst und droppst irgendwie 5 AG-Sticks oder so bei Random Giants, die du nebenbei tötest oder so. Das wird alles keine Rolle spielen, weil die Inflation nach so langer Zeit ist schon so extrem. Du kannst es nicht aufholen. Da kannst du doch so sehr reinlacken, da kannst du noch so viel spielen. Das ist absolut unmöglich, dass du jemals den Anschluss findest. Und das ist ja dann eigentlich auch wieder kontraproduktiv, weil der FEC-Server ist ja eigentlich dafür da, dass Leute schnell hochkommen und halt den Anschluss zu den Main-Servern wieder catchen können. Also jemand, der zum Beispiel 5 Monate FEC spielt, kann ja dann das gleiche Level haben wie jemand, der seit 2 Jahren Burodeng spielt zum Beispiel und so weiter. Also dafür ist es natürlich gut, aber an für sich ist es halt schwierig. Aber da könnte man bestimmt irgendwas machen von Galas Seite her, dass man da den Leuten noch ein bisschen unter die Arme greift, die dann halt verspätet starten. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, also was will jemand, wie gesagt, zum Charakter hochboosten, das habe ich auch beim ersten FEC mal gesagt, beim zweiten habe ich es nicht mehr so oft gesagt, aber beim ersten FEC kam sehr auf die Frage, ob es sich noch lohnt anzufangen. Und ich habe sogar am letzten Tag noch gesagt, ja, es lohnt sich immer noch, wenn dein einziges Ziel ist, halt schnell einen Charakter hochzuspielen und du halt bisher noch keine Charakter hast. Aber wegen Wirtschaft, wegen Inflation und wegen Items und Pipapo darfst du da nicht mehr anfangen brauchen, weil, wie gesagt, die einzigen Items, die du da hättest droppen können, die dir da noch Kohle eingebracht hätten, die sind dann alle nur im High-Level zu finden, im Endgame. Also jetzt zum Beispiel wären das Hernes, Lusakas Crystal, Lusaka, 150er Wildset-Teile, A-Karten, Ultimate Schmuck, das ganze Endgame-Zeug halt. Und bis du das überhaupt mal droppen kannst, musst du erstmal Minimum 141 plus sein. Und das schaffst du ja dann eh nicht mehr höchstwahrscheinlich. Außer du spielst ja dann... Und ich meine, wer macht das? Wer fängt nach 3 Monaten an und spielt dann jeden Tag 12 Stunden oder so? Das macht ja eh keiner. Also kaum jemand. Wahrscheinlich. Aber so viel müsstest du spielen, um halbwegs realistische Chancen zu haben, da wirklich noch irgendwas Großartiges zu reißen. Man kann sich natürlich das cleane Equipment kaufen, das haben am letzten FEC einige Leute gemacht. Die haben sich einfach nur Charakter hochgezogen und sich die clean 150er Set-Teile gekauft oder so und sie dann mit auf Burodeng genommen, weil sie hier teurer sind und so. Also man kann natürlich immer noch was machen. Also ich sage jetzt nicht, dass man gar nichts machen kann. Also das auf jeden Fall nicht. Also man kann immer was erreichen. Und wie gesagt, zum Charakter hochboosten ist immer nice, aber wenn man sich anguckt, was der FEC eben grundsätzlich verspricht, muss man halt sagen, jeder, der das verpasst, der den Serverstart verpasst, der zu spät anfängt, hat davon dann eigentlich auch nicht mehr so viel. Außer halt ein hohes Level, aber equipment-technisch wegen der Inflation hast du eigentlich keine Chance. Ist halt schwierig, das auszuhebeln. Wie gesagt, der einzige Weg wäre halt so ein Boost. So ein Spätstarter-Boost halt. Der aber auch wieder weggeht. Je höher du kommst, desto weniger Boost hast du dann. Mit genug Cash geht das schon. Ja, aber... Naja.